Au! Musst du das so grob machen? Rodan, man könnte meinen, dass du der Göttin geopfert wirst, anstatt dieses Jahr ihr Gefährte zu sein. Halt doch einfach mal still. Es ist. Es ist nicht so, dass ich nicht sehen würde, dass die Feste für das Dorf wichtig sind. Aber die Rituale des Jahreskreises, das ist nicht so meine Welt, Kiva. Es ist nicht so wie für dich. Ich weiß, dass es dir wichtig ist, aber Magie, Gefährte der Göttin, ich bin ein Schmiedegehilfe. Was habe ich in solchen Ritualen zu suchen? Ich hatte nicht das Gefühl, dass du dem Beltane-Fest und seinen Ritualen bisher so abgeneigt warst. Oder ist es wegen Cleone? Ich dachte, ihr kommt ganz gut miteinander aus dieser Tage. Nein, ja. Es ist nicht wegen ihr selber. Ja, ihre Art macht sie mich immer noch manchmal nervös. Aber das ist es nicht. Es ist ihr im Ritual als Hexe gegenüberzustehen. Und das ist mir alles fremd, Kiva. Ein Trankopfer vergießen oder ein paar Worte sprechen, das ist das eine. Aber Gefährte der Göttin zu sein, ich meine, was, wenn sie irgendwas von mir erwartet, das ich tun oder sagen soll? Ich soll den Geist des Beltane-Königs in mir tragen und der Göttin begegnen. Was, wenn ich diesen Geist gar nicht spüren kann? Was, wenn ich die Göttin nicht sehe? Dann stehe ich mitten im Ritual und bin einfach nur ich. Was dann? Armer Rodan. Von dir erwartet ja auch niemand, dass du Magie wirkst. Das ist Cleonas Aufgabe. Und Cleona wird es auch sein, die dich durch das Ritual leitet. Ich habe dir das doch schon mal erklärt. Es ist alles symbolisch. Irgendwann wird Cleona die Invokation sprechen. Hilf, den Altar in der alten Weise zu errichten. Im Mittelpunkt des magischen Zirkels. Im Mittelpunkt aller Dinge. Im Ursprung aller Dinge. Dort, wo Schwert und Kelch sich vereinen. Und während sie das sagt, wird sie den Kelch hochhalten. Du wirst deinen Dolch ziehen, hältst den Dolch kurz nach oben, tauchst den Dolch kurz ein und danach trinkt ihr beide aus dem Kelch. Es ist alles symbolisch. So schwer ist es nun wirklich nicht. Meinst du, du schaffst das? Ja, das bekomme ich schon hin. Dann hör jetzt auf, so zu tun, als ob du zur Schlachtbank geführt werden würdest. So. Ich glaube, wir sind hier fertig. Deine Herrschaft als Beltane-König kann beginnen. Es geht schon hoch her, nicht wahr? Ja, die Dorfältesten haben alle Wort gehalten. Da hinten ist ein großes Fass Bier. Und die Händler aus dem Süden haben Wein gebracht. Jeder Haushalt im Dorf hat zur Tafel beigetragen. Ich kann es bis hierher riechen. Ein paar Kinder spielen Fangen. Und da hinten sind Ledin und Bregon. Sie trägt ihr schönstes Kleid und ist mit Blumen geschmückt. Das wird das erste Handfasting dieses Jahr. Nach diesem schweren Winter ist es ein wichtiges Zeichen, dass das Leben weitergeht. Er sieht nervös aus. Und sie noch so jung. Ich sehe sie noch als kleines Mädchen vor mir. Ah. Und da sind Alva und Tiernan. Sie streiten sich.
So. Ich glaube, du hast es lange genug hinausgezögert. Nun geh schon. Euer Bier, Eure Majestät. Hoch, der König. Jetzt trink schon! Und noch ein! Auf dich! Was unser Brautpaar angeht, da hätte ich noch... Schaut euch mal den Holzstoß an. Das gibt bestimmt ein Riesenfeuer. Wofür ist denn das Feuer? Na, da springt man nachher durch, wenn das richtig hochlodert. Das ist doch Blödsinn. Woher willst du denn das überhaupt wissen? Du warst ja auch noch nie dabei. Na und? Letztes Beltane habe ich aber gehört, wie Evan über meine Mutter gesagt hat, wenn sie weiß, was für sie gut ist, dann nimmt sie ihren ganzen Mut zusammen und springt mit Rodan durch das Feuer. Und Rodan ist ja ein Schmied, der hat ja keine Angst vorm Feuer. Und dann ist das wohl das Beste für Mama, wenn sie ein bisschen Angst hat. Außerdem bleibe ich dieses Mal wach und schau mir das an. Bleibst du nicht? Du gehst noch vor mir ins Bett. Na und? Ich stehe halt wieder auf. Was macht ihr denn hier? Ich bin sicher, auf der Wiese gibt es genügend für Mädchen eures Alters zu tun. Wir gehen ja schon. Owen, warte mal. Ich muss da noch mit dir reden. Mann, das war knapp. Was will sie denn jetzt eigentlich mit Owen besprechen? Der sollte doch eigentlich heiraten, oder? Nein, nein, nein. Seine Tochter heiratet, nicht er. Na, ich mag jedenfalls nicht heiraten. Wieso denn nicht? Na, weil das wohl ungerecht ist. Da bestimmen immer die Männer. Wie beim Fest, da gibt's auch einen Beltane-König, aber keine Königin. Natürlich gibt's sie. Und die bestimmt in Wirklichkeit. Ach ja, und wer ist die? Na, die Hexe natürlich. Was denkst du denn? Die Hexe ist die Königin. Hat sie dann auch eine Krone? Die braucht keine Krone, um zu bestimmen. Genau. Vielleicht werde ich Hexe, wenn ich groß bin. Ja, du wirst schon sehen. Dann ist es meine Entscheidung, dass das Ferkel an Tirk zurückgegeben wird. Aber als Wiedergutmachung für den Schaden, der in Kahirs Garten angerichtet ist, hat Tirk 3 Bottiche Bier zu entrichten. Noch bevor der Sommer sich dem Ende zuneigt. So spricht euer König. Und außerdem ist es meine Entscheidung, dass die Felder, die Kian gehörten und die seit Jahr und Tag brach liegen und weder von Bruder noch Schwester bewirtschaftet wurden, an Lidin und Bregon gehen,
damit ihre Familie eine Lebensgrundlage haben möge. Wie war das? So spricht euer König. Wer kommt, um im Namen der Göttin vereint zu werden? Mein Name ist Lidin. Mein Name ist Bregon. Bregon. Im Gesicht dieser Frau erblicke das Angesicht der Göttin. Spüre durch sie die Gezeiten, denen deine Seele antwortet. Höre ihre Stimme, die deine Seele zu sich ruft. Lidin. Im Gesicht dieses Mannes erblicke das Angesicht des Gottes. Spüre seine Kraft, die dir immer wieder Stärke schenken kann. Höre seine Stimme, die deine Seele zu sich ruft. Bei Samen und Wurzel, bei Knospe und Stamm, bei Blatt und Blüte und Frucht, im Namen der Göttin ergreife ich deine Hand. Beim Untergang der Sonne, beim Aufgang der Sterne. Und der Tod soll uns nicht trennen. Denn im ewigen Kreislauf werden wir wiedergeboren, uns neu zu finden, uns neu zu lieben. Lass die Sonne und die Sterne Zeuge sein, dass Lidin und Bregon sich die Hand gereicht haben und nun vereint sind im Namen der Göttin. Und möge die Göttin ihnen ihren Segen schenken, so wie auch wir es tun. So sei es. So sei es. Lass dich drücken. Ich weiß nicht, was ich Nicht sagen der Rede wert. Verstreut morgen die Beltaner auf anderen Feldern. Rodan, Kiva, wohin so eilig? ich bin noch zu nüchtern, um das Gespräch mit Tiernan zu führen. Zum Apfelwein. Du weißt also, dass Tianan ein Auge auf Kians alte Felder geworfen hat? Meinst du, es war klug, sie Lidin und Bregon zu geben? Klug vielleicht nicht. Aber notwendig war's. Was, wenn der Ältestenrat deine Entscheidung morgen wieder umstößt? Was sagst du dann den beiden? Es gibt auch Dorfälteste, die hinter meinem Spruch stehen. Ich bin nicht ganz allein auf die Idee gekommen. Aber heute werden sie sicher keine Versammlung mehr abhalten, denn heute feiern wir Beltane. Und morgen früh wohl auch nicht. Und danach werden die beiden Asche auf den Feldern verstreut. Und dann gehört das Land in den Augen der Göttin ihnen. Und erst dann kann Tiernan die anderen davon überzeugen, dass die Äcker an ihn fallen sollten. Und da wünsche ich ihm viel Freude dabei. Das Land, auf dem der Segen der Göttin ruht, dem Paar wegzunehmen, das wird seinen Ruf auf Jahre hinaus ruinieren. Trotzdem hast du dir dann einen Feind gemacht. Wahrscheinlich hast du recht. Aber vielleicht ist es das manchmal einfach wert.
Du hast dich verändert, Rodan. Vor einem Jahr hättest du so noch nicht gesprochen. Das gibt's nicht, die springen echt durchs Feuer. Ich hab's euch doch gesagt. Aber ganz sicher warst du dir nicht. Solltet ihr nicht schon längst im Bett sein? Wir wollten das Feuer sehen. Wisst ihr, was wir heute feiern? Beltane? Ja. Und warum zünden wir ein Feuer an? Weil es kalt ist. Wir feiern die Wiederkehr der Sonne, Kinder. Wir feiern, dass die Sonne uns nach dem kalten Winter wieder Leben schenkt. Das Licht kommt schon zu Imolweg zurück. Aber jetzt kommt auch die Wärme und das Leben. Dafür steht das Feuer. Und wenn das Leben zurückkommt und alles grünt, dann werden auch die jungen Tiere geboren. Der Winter ist eine Zeit des Sterbens. Zu Samhain gedenken wir unserer Toten und sind ihnen nahe. Wir nehmen Abschied. Aber jetzt ist die Zeit des Lebens. Deshalb feiern wir heute das Handfasting.
Wir springen über das Feuer, um die Wärme des Lebens zu spüren. Und um uns zu beweisen, dass wir uns nicht fürchten. Und wie das Leben so ist, wenn es jung und frisch ist und sich die Bahn bricht. In dieser Nacht sind manche Regeln außer Kraft, die sonst gelten. Und deswegen werde ich euren Eltern auch nichts davon erzählen, dass ihr hier noch das Beltane-Feuer angesehen habt. Wenn ihr mir versprecht, dass ihr danach ins Bett geht. Ja, wir versprechen es. Gut. Dann wisst ihr vielleicht auch, warum wir morgen die Asche des Beltane-Feuers über die Felder verstreuen. Damit die Felder fruchtbarer werden? Genau. Und was macht der Beltane-König dann mit der Hexe? Nur zusammen können Mann und Frau Leben schenken. Sie stehen für den Gott und die Göttin in dieser Nacht. Der Gott gibt seine Kraft und die Göttin empfängt sie. Und zusammen schenken sie den Feldern neues Leben. Echt? Die Hexe verzaubert das ganze Land? Nicht unsere Hexe. In dieser Nacht wirkt die Göttin durch sie. Die Göttin? Können wir sie sehen? Nein. Ich denke, ihr geht jetzt ins Bett. Komm, lass uns noch ein bisschen mehr ins Feuer ran. Das wird auch langsam kühl. Ja, es wird schon echt früher. Du hast uns doch glatt die Tüte ausgebüxt. Das. Aber sollte dir noch gar nicht zum Hengst. Kannst du deiner Großmutter erzählen? Ach, Rodan, du bist der einzige Freund, den ich in diesem verdammten Dorf habe. Schofra? Geh weg! Hat er dich wieder geschlagen? Verschwinde doch einfach! Was hat er da gemacht? Nein, danke. Danke. Nein, nein. Ein anderes Mal vielleicht. Ja? Aber Sag los. bist du bereit?
Trink. Die Göttin ruft nach ihrem Gefährten. Er, der das Feuer ist, das sie entflammt, auf das sie nach den silbernen Zügeln greifen und wie einst den Wagen über den Himmel fahren. Möge der Hammer den Amboss treffen, möge der Blitzstrahl in die Erde fahren, möge der Speer den Kelch segnen, möge die Magie geboren werden. In ihrem Namen rufe ich dich. Lu, Beli, Kerumnos. Beli. Komm und antworte auf meinen Ruf. Kerumnos. Komm und antworte auf meinen Ruf. Sonne und Mond. Tag und Nacht. Spüre die Gezeiten, die deine Seele bewegen. Spüre die Kraft, die dir immer wieder Stärke schenken kann. Komm. Ah, Rodan. Ich hatte mich schon gefragt, wann du aufwachst. Magst du auch Tee?
Ich, ich muss los. Es ist noch so viel auf der Wiese liegen geblieben und heute muss aufgeräumt werden. Und Bran erwartet, dass ich nachher noch komme. Wir haben da noch dieses Werkstück zu bearbeiten. Das wird eine ganze Menge Arbeit heute, was noch zu erledigen ist. Ich sollte vielleicht möglichst zeitig ins Dorf gehen, dass wir das alles noch fertig kriegen. Oh, verdammt! Bei der Göttin. Man muss Respekt vor der Hexe haben. Sie ist doch nicht irgendeine Frau. Sie ist die Dorfhexe. Ah. Ja, Evelyn. Er braucht vermutlich nur etwas Zeit. Aber er kommt schon zurück. Woher ich das weiß? Wenn das mal kein Zeichen ist. Was genau habt ihr eigentlich am Beltane-Ritual mit Rodan angestellt? Er ist sehr zurückgezogen diesen Morgen. Ich weiß nicht. Cleona scheint eine andere Form des Rituals zu kennen als ich. Die Vorbereitung, die Invokation der Sonne, das war alles so, wie ich es von Finola kannte. Aber das große Ritual hat sie alleine durchgeführt. Nun, wenn es dem Land Fruchtbarkeit bringt, davon können wir weiß die Göttin genug brauchen. Aber um sicher zu gehen, werden wir auf dem südlichen Hang noch mehr Stallmist ausbringen. Der soll dieses Jahr brach liegen. So ganz auf die Beltane-Magie mag ich mich dann doch nicht verlassen. Aha. Was ist? Vedan und Bregon sind dabei, den Segen der Göttin auf ihre neuen Felder zu bringen. Gut für sie. Kians ehemaliges Land ist nicht groß, aber immerhin schon brauchbar. Wenn Bregon dieses Jahr erst den Wald roden würde, dann hätten wir im nächsten Winter noch eine Familie, die Hunger leidet. Das warst du, nicht wahr? Was? Die Dorfälteste, die Rodan diese Idee in den Kopf gesetzt hat. Und die den Rat so lange hingehalten hat, bis Tatsachen geschaffen worden waren, die man nicht so leicht ändern kann. Ich? Sehe ich aus, als ob ich irgendwas zu verschenken hätte? Was ist los? So versunken habe ich dich schon lang nicht erlebt. Hängt dir die Sache mit den Feldern nach, oder was? Spuck's aus, Junge. Ich kenne dich, seit du als Rotznase in diese Schmiede gekommen bist. Mit mir kannst du reden. Nein, das Beltane-Ritual war nicht, wie ich es erwartet hätte. Ich verstehe. Cleona und du, ihr habt die alte Form des Rituals gefeiert. Ja, das ist hier im Tal schon eine Weile nicht mehr passiert. Ich erinnere mich noch gut, als Fionnuala jung war. Ich sage dir, das war ein Erlebnis. Das werde ich mein Leben lang nicht vergessen.
nicht aus dem Bild ziehen. Du warst vor. Du musst weiter. Hier ist der Kusspunkt. Kusspunkt. Ja. Action! Auto, was? Seht das, das Auto. Spüre die Gezeiten. Nicht ins Gesicht. Action. Bei Sedan Roots. Bei. Bei Moskito und. Es tut mir leid, die sind immer auf meiner Stirn und ich kann sie nicht mal erschlagen, weil ich dann diese ganze Schminke dann verwische. Bei Leaf and Roots. Bei Blood. Ich sehe heute da. Die Göttin ruft ihren Gefährten. Sagt sie das? Auf dass sie die silbernen Zügel greifen und wie eins den Wagen über den Himmel fahren. Die Göttin. Nee. Mann! Wir gehen ja schon. Rina! Zu weit, Rina. Action. Nein, wenn ich sage, Schatzis. Davon können wir dieses Jahr, weiß die Göttin, genug brauchen. Oh Gott, Text vergessen. Entschuldigung. Vielleicht ohne Mücke im Gesicht. Arbeitet. Müsste Bregon dann noch dieses Jahr den Wald roden, dann hätten wir die nächstes Winter noch eine Familie mehr, die Hunger leiden würde. Können wir das nochmal machen? Oh, scheiße. Wer kommt, um im Angesicht der Göttin, was sage ich? Vereint zu werden. Vereint zu werden. Also nochmal.